I am not an athlete. Okay. Okay, ich bin kein Athlet. And really, I give all the credit for all the good things I've done to meditation. Und alle Sachen, die ich gemacht habe, alle guten Sachen, die verdanke ich der Meditation. And the bad things, I take the credit for. Für die schlechten Sachen bin ich selber zuständig. And I also, I have sort of this ability to get into trouble a lot. One time I was in Egypt and I climbed the big pyramid. Einmal war ich in Ägypten und bin in eine dieser großen Pyramiden raufgestiegen. And I had a very, very good meditation at the top. Ich hatte eine wunderbare Meditation ganz oben am Gipfel. But the problem was I could not figure out how to get down. Aber es war mir dann nicht ganz klar, wie ich wieder runterkommen sollte. And because I had never climbed anything high before. Weil ich noch nie etwas sehr Hohes bestiegen habe. So I was trying to scream. I was up at the top screaming, "Help! Help!" But of course nobody could hear me. Also ich war ganz oben an der Spitze und habe geschrien nach Hilfe, Hilfe, aber natürlich hat mich keiner gehört. So anyway, of course I said a few very powerful prayers and I figured out how to get down. Also habe ich ein paar sehr starke Gebete gesprochen. Okay. Und dann ist mir dann auch gekommen, wie ich runterkomme. And actually, I was arrested when I came down. Als ich unten angekommen bin, bin ich auch verhaftet worden. All right, I won't. I should probably not even tell you this part, but okay. This has nothing to do with the meditation, but when I got arrested, the police grabbed me and said I was in very big trouble. Okay, ich sollte diese Geschichte vielleicht überhaupt nicht erzählen, aber ich erzähle sie trotzdem. Als ich unten angekommen bin, hat mich die Polizei richtig festgenommen und dann hat gesagt, Sie haben wirklich ein Problem. So I was a little nervous, and I was walking with the policeman to the police station. Also ich war etwas nervös und bin mit der Polizei zum And right at one point, a camel came in between me and the police. An einer Stelle kam ein Kamel zwischen mich und die Polizei. So I decided I was going to run. But it's just before I started running, I saw, like déjà vu kind of thing. I saw the policeman shooting me. Als genau das passierte, habe ich mir vorgenommen, wegzulaufen. Aber gerade kurz davor habe ich so eine Art Déjà-vu-Erlebnis gehabt und habe gesehen, wie die Polizei mich erschießt. So I decided not to run. Also habe ich entschlossen, doch nicht loszulaufen. And they were very nice in the police station. They could see that I had no idea what I was doing. So they were not too mad at me. Also bei der Polizei waren sie alle sehr nett und sie haben verstanden, dass er eigentlich gar keine Ahnung hatte, was er gemacht hat und was er angerichtet hatte. Und sie waren wohl sehr nett zu ihm. I'll tell you one other time, because of the Guinness records, sometimes people recognize me. Wegen den Weltrekorden erkennen mich manchmal Leute. But not too often. Aber nur ab und zu, nicht sehr oft. Okay, one of the few times, I was in Iceland. Einmal war ich in Island. And I was walking down the street, talking to a friend of mine. Actually, it was Caton. Those of you know Caton. I was talking to my friend Caton, walking down the street. Ich bin die Straße runtergegangen mit einem Freund von mir und habe einfach mit ihm gesprochen. And I was not paying attention, and I bumped into this lady. I didn't see her. I bumped this lady, and she fell on the ground. Unabsichtlich bin ich aus Versehen in eine Dame reingerannt und sie ist voll runtergefallen. So I was horrified. I was like, "Oh, sorry, I'm so sorry." So I helped her up, and she looked at me. She kept staring at me, and she said, "Wait a minute, where's your milk bottle?"
mich sehr, sehr entschuldigt bei dieser Dame und habe ihr dann aufgeholfen. Und die Frau hat mich einfach nur angestarrt und angeschaut und hat auf einmal gesagt, warten Sie einen Moment, wo ist Ihre Milchflasche? Okay. Because, that's one thing I do. Here, I can use this. That's one of my favorite records is walking like this with I did, how many kilometers? 135 kilometers, just like this. Walking like this. Das ist einer meiner liebsten Weltrekorde. Ich bin mit einer Milchflasche auf dem Kopf 135, yeah. 157 Kilometer gegangen. And when I do that in New York, and I do that record, the kids, they take rocks and they throw. Wenn ich für diesen Weltrekord übe in New York, dann nehmen die Kinder Steine und werfen die Steine auf mich. And one very smart kid, he used a slingshot. Okay, ein sehr cleveres Kind hat eine Steinschleuder benutzt. All right, so let me get back to the subject. Okay. So I was not as a kid, I was not a good athlete. Als Kind war ich überhaupt kein guter Athlet. And I did not believe in sports. I believe that the real part of a human being is their mind. That's the real part. Als Kind habe ich nie an Sport wirklich geglaubt, sondern ich habe eigentlich geglaubt, dass das, was einen Menschen ausmacht, ist eigentlich der Verstand. This is good because I can figure out what I'm going to say next while he's translating. This is fantastic. Super, wenn er übersetzt, denn dann kann ich nachdenken, was ich als nächstes sage. So, but anyway, I started searching for. This is when I was, 15 years old. I started searching for some deeper meaning in life. Als ich ungefähr 15 Jahre alt war, habe ich angefangen, nach etwas tieferen Sinn in meinem Leben zu suchen. And that's when I found my meditation teacher, Sri Chinmoy. Und es war dann um diese Zeit, als ich meinen Meditationslehrer Sri Chinmoy gefunden habe. And as soon as I saw him, I saw a light around him, and I knew that he was my teacher. Und in dem Moment, als ich ihn gesehen habe, habe ich Licht um ihn herum gesehen und da war mir sofort klar, das ist mein Meditationslehrer. But my idea was I wanted to go into a cave and meditate. That was my idea. Meine Vorstellung war eigentlich, dass ich irgendwo in eine Höhle mich zurückziehe und dort meditiere. But that was not Sri Chinmoy's idea. Aber das war nicht die Idee von Sri Chinmoy. Because his philosophy is that we have to stay in the world and try to offer whatever spirituality we have to other people. Seine Philosophie ist, dass wir in dieser Welt bleiben müssen, in der wir sind und dass wir das, was wir von der Spiritualität erhalten, anbieten den anderen Menschen. So I accepted that. I had no choice. But also Sri Chinmoy said that people should build their body. They should do. That sports, the body is part of the person, and that sports is very important. Also ich habe das dann angenommen, hatte auch nicht sehr viel Auswahl und Sri Chinmoy sagt auch, dass es wichtig ist dass der Körper auch ein Teil des Menschen ist und dass wir auch den mit trainieren sollten. And that I did not believe for me because since I was never an athlete, I felt, well, that applies to other people, but not for me. Aber ich habe das eigentlich auch nicht richtig geglaubt, denn nachdem ich kein Athlet bin, habe ich mir gedacht, okay, dann ist es vielleicht für andere Leute, aber nicht für mich bestimmt. But about 7 years, I studied with Sri Chinmoy for 7 years, studying different meditation techniques. And while my friends were doing all kinds of sports, and I was just, being like very sort of peaceful and not participating at all. Die ersten 7 Jahre habe ich mit Sri Chinmoy verschiedene Meditationstechniken geübt und trainiert und gemacht, aber ich habe nie mit anderen Leuten teilgenommen, die eben wie meine Freunde einfach Sport gemacht haben. Da habe ich nie teilgenommen, ich war einfach der friedvolle Typ. So, but then there was a 24-hour bicycle race in New York City, in Central Park.
and you had to ride in 24 hours. There was a 5-mile loop, so you had to ride the most miles in 24 hours around Central Park. Okay, da gab es dann zu dieser Zeit einen 24-Stunden-Radwettbewerb auf einer 5-Meilen-Runde und man sollte so, wer am meisten Meilen hat in 24 Stunden, das war das Ziel, die meisten Meilen zu erreichen. And you wore like a piece of paper like this, and every time you did 5 miles, they would take a stamp. And they would man hatte praktisch ein großes Papier-T-Shirt und jedes Mal, wenn man die 5-Meilen-Runde verändert hat, wurde man dann gestochen, hat er gesagt, aber es wäre so irgendwie angekreuzt und so markiert. Okay, you get the idea. So okay, I decided that 10 days before the race, I decided, okay, I bought a bicycle and I'm gonna train a little. Okay, 10 Tage vor diesem Wettkampf habe ich mir ein Rad gekauft und angefangen zu trainieren. Okay, the night before the race, with the team, we had students of Sri Chinmoy who were in the race. We had a meditation. Okay, den Tag davor hatten wir die Teilnehmer, die Schüler von Sri Chinmoys, hatten zusammen eine Meditation. Okay, and after the meditation, Sri Chinmoy, just for fun, asked each person how many miles they thought they would do the next day. Und danach hat Sri Chinmoy einfach jeden gefragt, der eben an diesem Rennen teilnehmen möchte oder geplant hat teilzunehmen, wie viele Meilen er denn denkt, dass er dort am nächsten Tag schafft. So the best riders in the group thought they could do maybe 300 or 325 miles. Okay, die besten Radfahrer in dieser Gruppe haben gemeint, dass sie vielleicht 300, 325 Meilen ungefähr schaffen. Because it's a very hilly course, and also it was a hot weekend, and also it's very crowded. There are many pedestrians and horses and babies and everything. Okay, der Rundkurs war sehr hügelig und es war auch ein sehr heißes Wochenende und außerdem waren noch viele andere Leute unterwegs, also Fußgänger, Babys, Kinder. So I thought, okay, if I can do 200 miles, that would be fantastic. You know, for me, I never did anything in sports in my life. So I said, okay, I'm going to say 200 miles. Also mich habe gedacht, 200 Meilen, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit. Ich, der nie was gemacht habe im Sport, 200 Meilen, das könnte ich vielleicht schaffen. So when my turn came, I was about to say 200, and Sri Chinmoy said, he didn't let me speak, he said, so Ashrita, how many miles will you do? 400? Als ich an der Reihe war und sein Mikrofon gängen wollte und gerade 200 sagen wollte, hat Sri Chinmoy gefragt, und du, Ashrita, wie viel willst du machen? 400? And I almost fainted. I mean, but I was, you know, I respect my teacher, so I just went like this. Ich bin fast ohnmächtig geworden, aber nachdem ich meinen Lehrer sehr respektiere, habe ich einfach den Kopf genickt. But I went home and I decided, okay, Sri Chinmoy must see something in me that I obviously don't see. And I decided, okay, I'm going to do it, or I'm going to die trying. Okay, als ich nach Hause gegangen bin, habe ich mir gesagt, es scheint wohl so zu sein, dass Sri Chinmoy in mir etwas sieht, was ich nicht sehe. Aber ich werde mich zusammenreißen und es probieren, und wenn ich es nicht schaffe, dann sterbe ich halt. So I wrote out my will. I had a rabbit and a bird. Those are my most valuable possessions. Also ich habe mein Ziel aufgeschrieben und mein Testament aufgeschrieben. Das Einzige, was ich hatte, war ein Hase und ein Vogel. Das waren meine wichtigsten Dinge. And I took a picture of my teacher, and I with the number of miles I had to do each. I made a list of the number of miles I had to do each hour with a picture of my teacher, and I
taped it onto the handlebars of my bicycle. Also habe ich mir so ein Blatt Papier gemacht, habe dort ein Bild von meinem Lehrer hin und habe hingeschrieben, wie viele Meilen ich jede Stunde machen muss und habe das an mein Rad hingeklebt. Okay, and the race was one of the greatest experiences of my life. Und dieses Rennen war eines meiner besten Erfahrungen in meinem Leben. Because I went out and I was 1 hour, 2 hours, 3 hours, and I was doing the miles, the number of miles. Also ich bin rausgegangen, losgeradelt und ich habe die erste Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden gemacht und ich habe diese Anzahl von Meilen gemacht. And I was really trying to stay, inside my heart. I mean, I was really, just really staying centered inside my heart. Ich habe versucht, sehr in meinem Herzen zu bleiben, nicht nach außen zu gehen, sondern in meinem Herzen zu bleiben die ganze Zeit. So then, my legs started hurting really bad, but it was like, because each time something would happen, I would try to use something that my teacher had taught me. Like, go ahead. Also irgendwann haben meine Beine angefangen zu schmerzen und use some technique my teacher. Dann habe ich versucht, irgendwelche Techniken anzuwenden, die mein Lehrer mir gezeigt hat, um das So like when my legs started hurting, I said, actually, that feels good. That God is massaging my legs. Also habe ich gesagt, als seine Beine angefangen haben zu schmerzen, habe ich gesagt, wow, das fühlt sich wirklich gut an. Gott massiert meine Beine, wirklich super. And that the whole time, anytime something would happen, I would either I would think of something, I would use chanting or I would use breathing, some technique to overcome whenever there was some problem. Also immer wenn irgendwas aufgetaucht, immer ein Problem aufgetaucht ist, haben wir immer irgendeine Technik angewandt. Zum Beispiel habe ich gechantet, ich habe also Mantren wiederholt oder ich habe Atemtechniken gemacht. Okay, so and after I remember in the middle of the night, it was dark, and there's most people had gone to sleep. Most of the riders had gone to sleep, and I am riding with the leaders of the race. Also mitten in der Nacht, es war natürlich stockfinster, die meisten Teilnehmer sind zum Schlafen gegangen und dann fand er sich auf einmal, dass er mit den Führenden in diesem radelt. I remember the wind is blowing through my hair, like I feel like a sweat is pouring off of me, and I feel like I have this energy like it will just never end. I mean, I feel like I have endless energy. Wind ist mir durch meine Haare geweht und ich habe angefangen zu schwitzen und do more like oh, sorry. Alright, don't worry about it. So I'm not finished, sorry. Aber ich habe diese endlose Energie gespürt auf einmal, dass ich war voll mit Energie, die Energie war die ganze Zeit da. And the next morning they told me that I was tied for 3rd place overall. I mean, before the end of the race, it was still more, in the morning before the end of the race, I was tied for 3rd place from the entire, 20,000 people. Also, how many before the race? How many hours? Well, it was a few hours before the end of the race. Also ein paar Stunden vor dem Ende des Rennens hat man mir gesagt, dass ich auf dem 3. Platz liege und das unter diesen 20,000, 30,000 Teilnehmern. And so all my friends were like shocked, and I think that even Sri Chinmoy was shocked. Alle meine Freunde waren total geschockt und er glaubt, dass auch Sri Chinmoy geschockt war. Anyway, I ended up doing 405 miles, and I tied for 3rd place overall. Also im Endeffekt hatten wir 450 Kilometer. But you see, then I knew. Don't worry, I'm sorry. But I knew that it had nothing to do with my body, and it had nothing to do with me. Aber ich habe dann gewusst eigentlich, dass das Ganze nichts mit mir zu tun hat, nichts mit meinem Körper zu tun hat. That it was just it was a higher grace, that had
you know, you might say I was an instrument of a higher grace. Man könnte sagen, ich habe mich gefühlt wie ein Instrument der höheren Gnade. And I felt, you know, it was a very big lesson for me because I saw that you can have a meditation as deep or even deeper on a bicycle as you can have in front of your shrine. Also es hat mir gezeigt, dass eine Meditation auf einem Fahrrad sogar noch tiefer, vielleicht sogar noch sehr viel tiefer sein kann als eine Meditation vor einem Schrein, vor einem Altar. Okay, and so from that moment on, that's when I decided I was going to get into the Guinness Book of Records. Okay, das war der Beginn, als ich mich entschlossen habe, jetzt in dieses Guinness Buch der Rekorde. Okay, I have to explain that because as a kid, I always loved the Guinness Book of Records, but because I was not an athlete, I figured there's no possibility of ever getting in. Ich muss dazu sagen, dass ich als Kind das Guinness Buch der Rekorde geliebt habe, aber es war für mich natürlich unvorstellbar, jemals da irgendwo in dieses Buch hineinzukommen. Okay, so I was so excited that I decided to break a record with no training. War so, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich entschlossen habe, einfach einen Rekord zu brechen, ohne Training. So I took witnesses and I called the newspapers and I went into Central Park with my pogo stick. You have to explain what a pogo stick is. Ja, okay. Also habe ich mir Schiedsrichter genommen oder Leute, die es gesehen haben und habe die Zeitungen angerufen und bin in den Central Park gegangen mit meinem Hüpfstock. Das ist dieser Stock. Very good. This was about 3 months after the race. Ungefähr 3 Monate nach diesem Radrennen. And the record was 100,000 jumps in 18 hours. Das was the actual record? That was the record. Der aktuelle Rekord zu diesem Zeitpunkt war... That's not my record, the old record. Yeah. Der aktuelle Rekord zu diesem Zeitpunkt waren 100.000 solche Hüpfen. So, in 80 Stunden. 18 hours. 18 hours. In 80 Stunden. So everything was going good for the first few hours, and then it got very, very painful. Die ersten paar Stunden war alles noch okay, aber dann wurde es sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Because I had not trained at all. And you know, you had no idea that you get blisters on your knees. You get you get blisters on your hands. Your forearms start hurting. Like everything starts hurting. Also man bekommt dann so Blasen an den Knien, an den Armen, an den Händen und die ganze Figur fängt an, eigentlich Schmerzen zu machen. Okay, so I was really having to have very, very powerful meditation. Also war mir klar, ich muss eine sehr, sehr starke Meditation. And now this is like one of my claims to fame. You know what that is? Like one of the things that I'm very proud of, okay? Is I had a vision, a spiritual vision on my pogo stick. Okay, jetzt kommt was, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Ich hatte eine spirituelle Vision auf meinem Hüpfstock. Maybe the only person in the entire world. Vielleicht der Einzige der ganzen Welt, der so etwas hat. But anyway, I broke the record. I broke 100,000 jumps, and now I was in Central Park, okay, and there was a zoo in Central Park. Okay, also ich habe diesen Rekord gebrochen, diese 100.000 Hüpfungen. Okay. Und es war noch ein Zoo im Central Park. Now, at the exact moment that I broke the record, more than 100,000, it was 3 o'clock in the morning. Und zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Rekord gebrochen habe, war es Exactly 3 o'clock in the morning. And that they call that the hour of God. Brahma Muhurta is the hour of God. Und das nennen wir 3 Uhr in der Früh, nennen wir die Zeit Gottes, Brahma Muhurta. Right. And then at that exact moment, there were these peacocks in the zoo. All of a sudden, they started like making all this noise. Und in diesem Zoo waren Pfaue, und die haben gerade um 3 Uhr zu diesem Zeitpunkt total viel Lärm gemacht. And it was amazing because until then, we didn't even know that they were in the zoo. There was no sound at all. Bis dahin war überhaupt kein Lärm, also wir haben gar nicht gewusst, dass es überhaupt Pfaue dort sind. So this was like, for me, this was significant because that bird, a peacock, represents victory. In Indian mythology, that represents victory.
Für mich war das sehr entscheidend, denn in der indischen Mythologie steht der Pfau für Sieg. So I continued going. I did 131,000 jumps, and but Guinness did not accept the record. Also habe ich weitergemacht. Ich habe 131.000 Hüpfungen gemacht, aber die Guinness-Rekords oder die Guinness-Buchleute haben es nicht anerkannt. And the reason is you are only allowed 5 minutes after each hour, and I was jumping very fast, but I took too much rest each hour. Okay, es war nur erlaubt, dass man 5 Minuten pro Stunde Pause macht, aber ich habe zwar sehr, sehr schnell gehüpft, aber ich habe zu viele Pausen gemacht. Right, that's because I broke the record in 15 and a half hours, which was 2.5 hours less than the other person, but the rules did not allow it. So. Also nach 15,5 Stunden habe ich diesen alten Rekord gebrochen, aber die Regeln haben eben nicht erlaubt, dass so viel Pause zwischendrin. Anyway, then I decided, okay, I think maybe I should train for these things. Okay, dann kam die Idee, dass ich vielleicht anfangen soll zu trainieren für solche verrückten Dinge. So I decided to break the jumping jacks record. This is jumping jacks. Also diesen Rekord hat er dann gesagt, jetzt werde ich den brechen. And the record was 20,000. 20.000 Hampelmänner war der Rekord. So I could only do 40 jumping jacks when I started. That's what kind of shape I was in. Okay, also begonnen hat, konnte er gerade 40 Stück machen. But every practice I would meditate first and then try to do a little more. Vor jeder Übung, die ich gemacht habe, habe ich zuerst meditiert und dann immer versucht, ein bisschen mehr zu machen. So then after I think about 3 months, I did 27,000, and that was my first record. Also nach 3 Monaten Training konnte ich 27.000 machen und das war dann mein erster Rekord. And what I love about that record is I meditated the entire time. I had a big picture of my teacher on the wall, and I would just stand there. Was ich liebe an diesem Rekord ist, dass ich die ganze Zeit meditiert habe. Ich hatte ein Bild von meinem Lehrer an der Wand und ich habe die ganze Zeit davor diese Hampelmänner. And the witnesses in the gym, they were so impressed. You know, they could see that I was getting all this inspiration. They told me, "No, don't stop. Keep going. You could do 50,000." Die Anwesenden dort in diesem Fitnessclub, in dem Club, haben gesehen, waren so beeindruckt von dem, was passiert ist. Und sie haben gesagt, er soll nicht aufhören, er kann bestimmt 50.000 machen. Now, I'll show you how I get into trouble. This is just a side story. But this is how I get into trouble. We running out of time? We have a lot more to do here. All right, this is a side story. Somebody broke that record. Somebody did 30,000, then I did 33,000, then somebody did 40,000. Okay, dieser Rekord wurde irgendwann gebrochen, das ist übrigens eine kleine Nebengeschichte. Also jemand hat 30.000 gemacht, er hat 35.000 gemacht, jemand anderes hat 40.000 gemacht. So someone did 40,000. So I decided I'm going to break the record, but I want to do it on the back of a truck that's moving. So this was just an idea I had, you know. So Okay, meine Idee war, den Rekord zu brechen, aber auf einem Laster, auf dem Hinterteil eines Lasters, der sich die ganze Zeit bewegt. Okay, so we told all the news. This was in San Francisco. So I did not practice for this. And the night before the record, we got the truck, and I tried to do these jumping jacks in the back of the truck while I was moving. Okay, das war in San Francisco, wir haben die Presse informiert und am Tag davor, ich habe natürlich nicht trainiert, am Tag davor haben wir diesen Laster geholt und ich habe dann erstmal ausprobiert, diese Hampelmänner zu machen. But the problem was I'm going like this, and then the truck's going like this, and I'm going like this, and it was impossible to stay in one place. Yeah. Also während ich diesen Hupf gemacht habe, ist dieser Laster natürlich irgendwo hingefahren und da bin ich die ganze Zeit hin und her gehüpft und es war also unmöglich so ein. And so I tried this I said, no, there's got to be a way. I tried for 2 hours to do this. Also für 2 Stunden habe ich probiert, ob ich es jetzt irgendwie hinkriege. Da muss ein Weg geben, es muss einen Weg geben. So of course the next morning, my legs were totally dead. Also am nächsten Morgen, wo ich eigentlich den Rekord machen wollte, waren natürlich meine Beine total tot. But I was able to do
by God's grace, 43,000. But it was very difficult. Mit Gottes Gnade wurden es dann doch 43.000, aber es war sehr schwierig. Okay, I think I'm just going to tell one or two stories about how meditation and my teacher, of course, has helped me during a record. Because really for me, that is why I do the records. Okay, ich werde ein paar Geschichten erzählen, wie Meditation oder wie mein Lehrer mir geholfen hat, damit ich diese Rekorde brechen konnte. Okay, because the experiences, I mean, usually the best experiences are when I'm in big trouble. Also gewöhnlich sind die besten Erfahrungen dann, wenn ich am meisten Probleme habe. Okay, so I'll tell you this summer, we call this forward rolls. Okay, so now you have to demonstrate. Okay, folgender Rekord geht mit Purzelbaum vorwärts. These are forward rolls. Purzelbaum vorwärts. Okay, we got that. Now you see, I'm already dizzy. Really, just from doing 3. Also, Sie sehen, nur von diesen 3 ist mir ein bisschen schwindelig. Okay, the record I'll say in kilometers was about 13 kilometers. Okay, There was a record like this. Der Rekord war 13 Kilometer Purzelbäume vorwärts. And the rule is you have to do it continuously, but you can stop to throw up. Die Regel ist, man muss es die ganze Zeit machen, aber man kann anhalten, wenn man sich übergeben muss. So I tried maybe 10 or 15, and I got sick. And so I said, forget it. I'm not doing that. Also habe ich 10 oder 15 Stück probiert und dann wurde es mir wirklich schlecht. Dann habe ich gesagt, keine Chance. Right. But it bothered me because since I can meditate, I felt I should be. If somebody else did it, then since I meditate, I should be able to do this. Aber es hat mich nicht losgelassen. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon meditiere, dann muss ich doch irgendwie möglich sein, das zu tun. Wenn jemand anderes das macht, der nicht meditiert, dann muss ich doch, der meditiere, das doch ganz viel einfacher können. So I decided, okay, one night at 2 o'clock in the morning, I went out to the track and started rolling around the track. Okay, irgendwann habe ich um 2 Uhr nachts an einem Tag einfach entschieden, jetzt gehe ich auf die Bahn raus und beginne. And I went out at 2 in the morning because I did not want people to think I'm crazy. Although they think I'm crazy anyway. Also ich bin um 2 Uhr rausgegangen auf die Bahn, weil ich gehofft habe, dass dann die Leute nicht denken, dass ich verrückt bin. Aber das denken sie natürlich trotzdem. But unfortunately, this guy was walking his dog, and he got very frightened. Aber dann war dann jemand, der hat seinen Hund spazieren geführt und der hat sehr viel Angst. I said, no, it's okay, I'm normal, really. Believe me, I'm normal. Ich habe zu ihm gesagt. So anyway, I practiced and I decided, okay, now I'm going to break the record. Also dann habe ich geübt und trainiert und dann habe ich entschlossen, okay, jetzt breche ich den Rekord. Okay, and it was. I actually broke it in Central Park. I actually broke the record. I did 10 miles in Central Park. Okay, in Central Park 10 Meilen. Okay, that's good enough. Okay. And then, but then I decided I want to break the record again. So I decided I'm going to go to Massachusetts, and I'm going to do 12. There's a famous course in Massachusetts called Paul Revere's Ride. So I decided I'm going to do that. I'm going to do 12.25 miles along Paul Revere's Ride. Okay, dann habe ich den Rekord gebrochen, habe ich auch dann irgendwann entschlossen, doch mal den Rekord zu brechen. Bin nach Massachusetts gegangen, dort gibt es eine spezielle Strecke, sehr bekannte Strecke in Amerika und dort wollte ich den Rekord brechen. Okay. So, and it was a big thing. There's a famous magazine, People magazine was there, television, radio, it was like a very, very big, thing. All these people were there. Okay, waren total viele Leute da, vom People's Magazine, vom Radio, vom Fernsehen. Okay, so
the problem is I had eaten 4 slices of pizza the night before. Ich habe 4 Pizzastücke die Nacht davor And gegessen. there was this thing called carbo loading in those days. In those days, you try to eat a lot of like carbohydrates before. Zu dieser Zeit war dieses Kohlenhydrate speichern sehr bekannt. Carboloading. Ich habe sehr viel gegessen davon. As soon as I started rolling, I immediately got sick. Als ich die ersten Pulsbomben gemacht habe, wurde mir sofort schlecht. And people were yelling. They were yelling. It was from 2 cities, from Charlestown to Lexington. So people were seeing me in the street and they were yelling, "Where are you going? Where are you going?" Leute haben mich gerufen, wo gehst du hin, wo gehst du hin? And my friends were saying, "He's going to Lexington. He's going to Lexington." And I'm thinking, "There's no way I'm getting to Lexington." Mein Freund hat zurückgerufen, er geht nach Lexington und er hat gedacht, während dem Pulsbomben, ist keine Chance, dass ich nach Lexington rolle. And at about 5 or 6 miles, I just couldn't. I just had to stop, and I said, I cannot go on anymore. Nach 5 oder 6 Meilen habe ich aufgehört, habe angehalten und gesagt, and also, it was very. I had trained on a track, and it was very hilly. You know, these hills going up and down. Ich habe eine Bahn geübt und natürlich flach und dort ist sehr hügelig auf und runter. I remember one time I'm on the ground like this, and I looked up, and there was a dog sticking his head out of a car, and we kind of just looked at each other. Ich erinnere mich selber an einen Moment, wo ich aufgeschaut habe und ein Hund mit seinem Kopf aus dem Autofenster eins ausgesteckt und wir uns so angeschaut haben. That's almost the only thing I remember about the whole record is that dog. But Das ist nämlich das Einzige, was ich mich erinnere, ist dieser Hund. No, but at that moment, I just prayed for help. I mean, that was one of those moments where, and this is really what my talk is all about. It took me a long time to get here, but. Okay, in diesem Moment habe ich dann einfach für Hilfe gebetet. Das hat mich jetzt doch eine Zeit lang gebraucht, bis ich an diesem Punkt angelangt bin. Darum geht es nämlich. The idea is that at some point you have to surrender your ego and just say, "That's it. I'm finished. Now, God help me. You take over." That's it. Es gibt einfach Stellen, wo man dann einfach sagen kann, okay, ich bin fertig. Da muss man einfach sein Ego hingeben und dann zu Gott sagen, Gott, übernimm du jetzt, ich bin fertig. So, and that, that point to me is, it's very painful, but it's very exciting at the same time. Für mich ist diese Situationen sind zwar sehr, sehr schmerzhaft, aber auch sehr, sehr aufregend. And then somehow I just got this renewed energy and this renewed strength, and I kept going. I was able to keep going. Also dann, aus irgendeinem Grund habe ich dann einfach diese neue Energie bekommen und dann habe ich einfach weitergemacht. And I'm very grateful because during those times I feel my teacher, very strongly. I can feel my teacher very strongly inside of me. Ich bin sehr dankbar, denn zu diesem Zeitpunkt spüre ich meinen Lehrer sehr, sehr stark in mir. So, but it's very, very painful, and I decided in my own head that at 10 miles, I'm just going to go a little bit past 10 miles, and then that's it, I'm stopping. I'll break the record just a little bit past, I'm not going the 12 miles. I'm just gonna go a little bit past 10 miles, and then I'm stopping. Okay, in meinem Verstand habe ich mir vorgenommen, habe ich gesagt, okay, ich gehe nur so weit ich wirklich muss. Das heißt also bisschen über 10 Meilen, gerade um den Rekord zu brechen, und dann höre ich auf. Okay, so this radio station was telling where I was, people, and a furniture store, like just past the 10-mile point, had put out a big chair. Eine Radiogesellschaft hat immer übertragen, wo ich gerade bin, und ein Möbelgeschäft der gerade nach diesem 10-Meilen-Punkt ist, hat einen riesen Sessel rausgefahren auf die Straße. So I see that I'm getting close. I see this chair, and it's like a man dying of thirst in the desert. Okay, ich sehe diesen Stuhl, diesen Sessel, wie ein Mann, der so nach Wasser schreit in der Wüste. And so I said, okay, I rolled to that chair, I sat down, and I said, okay, I'm finished. Ich bin dorthin gerollt, habe mich hingesetzt und gesagt, ich bin fertig. Okay, but my friend, he had an intuition,
that I was going to stop. I did not say it, but he had an intuition, and he said to me something. Keep you in suspense. Mein Freund hat zu mir gesagt, hat schon im Gefühl gehabt, dass ich wahrscheinlich da aufhören möchte. Und er hat es gespürt, aber hat noch nichts gesagt. He said, we called New York, and somehow we spoke to Sri Chinmoy. Okay, er hat dann zu mir gesagt, wir haben New York angerufen und irgendwie haben wir es geschafft, mit Sri Chinmoy zu reden. And Sri Chinmoy said that you have the capacity to finish. Sri Chinmoy hat gesagt, du hast die Kraft, du hast die Möglichkeiten, das zu beenden. Now, I was actually in a very good consciousness, thank God. So I was very happy when I heard this. Even though I was in a lot of pain, I was very happy that Sri Chinmoy had said that. Zu diesem Zeitpunkt war ich in einem sehr guten Bewusstsein, Gott sei Dank, denn ich war sehr, sehr glücklich, als ich gehört habe, dass Sri Chinmoy das gesagt hat. But I had no idea how I was going to do it, because I was so exhausted. Ich war total erschöpft und ich habe überhaupt keine Idee gehabt, gar keinen Plan gehabt, wie ich das irgendwie beenden könnte. Okay, so I started rolling, and the first thing on the first roll, something just came out of my mouth. Some words just came out of my mouth. It was, I am not the body, I am the soul. Ich habe dann wieder angefangen zu rollen und einfach so kam aus meinem Mund heraus die Worte, ich bin nicht der Körper, ich bin die Seele. And it was like it was a mantra. I never said that before, but each time, and at that point my abdominals were cramping each time, but each one, and I would say that, and it got me through to the end. I was able to finish. Ich habe dieses Mantra noch nie gesagt vorher. Es kam einfach so über meine Lippen und ich habe es einfach weiter gesagt und obwohl meine Magenmuskeln, hier meine Bauchmuskeln sehr verkrampft waren, habe ich es geschafft, dann zu Ende zu rollen. And so for me, it was a great experience, and I had no permanent injuries, except for some slight brain damage. Also für mich war es eine total tolle Erfahrung und ich hatte überhaupt gar keine Schmerzen, überhaupt nirgends irgendwelche Sachen, außer natürlich eine kleine Behinderung im Kopf. Okay, so that was really, again, a very powerful experience for me, and unfortunately I have to learn the same lesson over and over again. Also das war auch wieder eine sehr tolle Erfahrung, aber wahrscheinlich muss diese Erfahrungen immer wieder machen. But we have no limits at all. But our mind keeps telling us that we do have limits. Wir haben überhaupt keine Grenzen, aber unser Verstand sagt uns immer wieder, wir haben Grenzen. And so we have to go into our heart and to discover that we have no limits. Also müssen wir in unser Herz gehen, um dann herauszufinden, dass wir keine Grenzen haben. And I am lucky because my teacher Sri Chinmoy is able to, he is in his heart all the time, so he is able to explain this lesson to me all the time. Ich bin sehr dankbar, denn mein Lehrer, Sri Chinmoy, ist die ganze Zeit im Herzen und er schafft es mir immer wieder die ganze Zeit diese Lektion zu lernen, dass ich immer im Herzen sein muss. Okay. Do we have time for one more story, or I don't know what the time is like. Yeah. Okay, I'll make this short. You're probably wondering what this is doing here, right? So Ihr fragt euch vielleicht, was das hier ist. okay, this is besides the somersault, the forward roll record. This was the hardest record. Neben dem Purzelbaum-Rekord war das mit diesem hier Okay. der Now schwierigste Rekord. it's carrying a brick like this, but twice the size, twice as big. Der Rekord geht, so einen Stein zu tragen, einen Ziegel zu tragen, aber zweimal so groß wie Right. Okay, and you have to keep your your hand down, and the thumb goes on one side and the fingers go like this. So it has to be like this. Man muss die Hand runterhalten und der Daumen auf der einen Seite, die Finger auf der anderen Seite und Okay. immer nach unten zeigen. Okay, you cannot change hands. Man kann nichts. You can't rest it on anything, and you cannot let go. Okay, man darf nicht loslassen, man darf nicht die Arme wechseln, man darf ihn auch nicht irgendwo ausruhen lassen, zum Beispiel auf dem... Okay, and then you have to walk as far as you can without dropping the brick. Okay, und dann muss man so weit gehen, so weit man kann, ohne dass man diesen Ziegel fallen Okay, lässt. so the record was 100 kilometers. I said, that's impossible.
Ja, der Rekord war 100 Kilometer. Und er sagt natürlich, das ist unmöglich, keine Chance. So, because I tried, and after, there's not much strength like this. So after 15 minutes, I couldn't hold it anymore. Also habe ich probiert und man hat einfach sehr wenig Kraft in den Händen, besonders wenn es nach unten geht. Und nach 15 Minuten habe ich einfach nicht länger halten können. So then I started, thinking about it, and there's a way to, by changing your fingers, you could rest different muscles. Okay, dann habe ich darüber nachgedacht und indem man einige Finger entspannt, also nicht den Stein festhalten, kann man einige Muskeln Right, and also entspannen. sometimes you can use your palm. Und man kann auch hier die Handfläche mit benutzen. Right. So, Handballen. I was able to, practice, so that I decided, okay, I'm going to try to break the record, do more than 100 kilometers. Okay, ich habe geübt und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt wäre es vielleicht möglich, diese 100 Kilometer zu brechen. When you see me doing this, I'm looking like I'm normal, but actually I'm not normal. You know that. But I'm actually not looking at anything. Everything is on my hand. My total concentration is on my hand. Okay, wenn ich so gehe, dann schaut es so aus, als würde ich ganz normal sein, aber meine ganze Konzentration, meine ganze Kraft ist nur an dieser Hand. So, because all I'm doing is thinking of my hand and changing my fingers and my palm. That's all I'm thinking about. Also alles Einzige, an was ich denke, ist die ganze Zeit meine Hand und meine Finger und dieses Entspannen und Anspannen meiner Muskeln und meiner Hand. Okay, everything is going good, and then at about 50 kilometers, all of a sudden I get this really bad pain in my Achilles tendon. Ja, es scheint alles gut zu laufen, aber auf 50 Kilometer kriege ich einfach einen unwahrscheinlichen Schmerz in meiner Achillessehne. Okay, then I had got amoebic dysentery. This was a few months before. I had it do you know what that is? It's like parasites. Dysentery. Yeah. This was like 2 months before, and my stomach was still very, very bad. Okay, also 2 Monate vorher hatte ich die Ruhe und mein Magen war immer noch sehr schlecht. Okay. And then my hand is really starting to hurt. And one thing happens is that you're allowed to go like this. You can go like this. But what happens is you start getting blisters, you cannot use a glove. You start getting blisters on your hand. Okay, und dann hat natürlich meine Hand auch noch angefangen zu schmerzen und man darf eben diese bestimmte Übung machen und dann bekommt man auch Blasen an den Fingern. So, okay, it's like I'm up to like 40 miles and I'm like really going like this. I'm like walking around like this and I still that's what is that? That's like 60 kilometers. I'm like this and I have to go still another 40 kilometers and I'm like saying, there's no way I'm going to be able to do this. There's no way. Okay, bei 60 Kilometern bin ich dann eben so gegangen und dann habe ich mir vorgestellt, okay, so this is keine Chance. This is my big hope. There were these kids riding bicycles around the track. And I'm saying, okay, if I could just move in front of a bicycle, then they can hit the brick and I'll knock it out of my hand. Okay, mein Plan war dann, an dieser Bahn, die ich gemacht habe, es waren sehr viele Kinder mit Radl rumgefahren, dass ich in der Nähe so ein Fahrrad gehe und dass so ein Kind dann dieses Radl fährt, den Stein fährt und mir den Stein aus der Hand schlägt und damit das Ding dann vorbei ist. But I was too slow even for that. Aber ich war auch zu langsam überhaupt dafür, an so ein Rad ranzukommen. So somebody, again, this is very unusual, but because it was in Jamaica, Queens, somebody told Sri Chinmoy that I was in big trouble. Also das war in Jamaica, in Queens, in New York und irgendjemand hat natürlich, also Chinmoy auch dort wohnt, ihm gesagt, dass ich unwahrscheinliche Probleme habe. And so when I heard that Sri Chinmoy was coming to the track, this is where my consciousness was. I was saying, oh, that's terrible. The one time that I fail, Sri Chinmoy has to come and see me. Da habe ich mir gesagt, das ist ja total schrecklich. In dem Moment, gerade jetzt, wo ich es nicht schaffen werde, jetzt kommt Sri Chinmoy und will mich sehen. So anyway, Sri Chinmoy came and he didn't say anything. He just meditated, and I just went on. He didn't say anything, and then after a few minutes he left. Okay, so Chinmoy kam, hat nichts gesagt, ist einfach nur da gestanden, hat meditiert und ist dann wieder gegangen. Okay, and I started feeling a little bit better,
but I was still, I was not going to make it. And but before Sri Chinmoy left, he told my friend something. Okay, ich fühlte mich ein bisschen besser, auch nicht wirklich. Und bevor sie schon mal gegangen ist, hat er meinem Freund was gesagt. He said to my friend, people should sing so they can distract Ashrita from the pain. Okay, die Leute, es sollte irgendjemand da sein und singen, um Ashrita von seinem Schmerz abzulenken. But the problem is my friends were very bad singers. Meine Freunde waren total schlechte Sänger. And they were afraid that if they sang, it would make me drop the brick. Sie haben sich natürlich Sorgen gemacht, dass wenn sie anfangen zu singen, dass ich natürlich dann einen Stein fallen lasse. So, but that I started thinking about that, and I understood that Sri Chinmoy was telling me something. Okay, ich habe darüber nachgedacht und habe irgendwie verstanden, dass Sri Chinmoy dadurch mir irgendetwas sagen möchte. Okay, I felt he was saying, I have to stop thinking about my hand and just surrender. That's it. Don't think about the brick, don't think about my hand, and just surrender. Okay, ich hatte das Gefühl, dass Sri Chinmoy damit sagen möchte, ich soll nicht an diesen Stein denken, nicht an meine Hand denken, ich soll einfach mich nur hingeben. Okay, I just have to completely trust that God is going to take care of it, and not think about moving my hand or not thinking about anything, not thinking about it at all. Also ich sollte überhaupt nicht an irgendetwas da denken, ich sollte einfach nur an Gott glauben, dass das Ganze möglich ist. And then all of a sudden, I just got this. It worked. I got this tremendous feeling, like the world was so expansive, and I was looking at the trees and the sky, and I was like racing with the brick. Und irgendwie hat auch das wieder funktioniert. Also die Welt wurde immer größer und die Bäume waren schön und der Himmel war da und ich bin einfach losgegangen mit my friends, they had been walking with me. Now all of a sudden they were running to catch up to me. Die ganze Zeit sind meine Freunde mit mir mitgegangen. In diesem Moment mussten sie dann anfangen zu laufen, um überhaupt mit mir mitzuhalten. So I broke the record by about 10 kilometers, and that was again the big lesson was you have to surrender your ego and your limited self to your higher, unlimited self. Also ich habe diesen Rekord bei 10 Kilometern ungefähr gebrochen, über 10 Kilometer hinausgebrochen. Und auch die Lehre hieraus wieder, oder auch das, was ich lernen musste daraus, war wieder, ich muss mich einfach hingeben, von meinem niedrigen, engen Selbst auf mein höheres, ohne grenzenloses Selbst. So I hope this inspires you to meditate. Also ich hoffe, dass Sie das inspiriert zu meditieren. But even if it doesn't, you should not that you have to break records, but this will really help you a lot in your own life if you can meditate and surrender your ego. Okay, auch wenn Sie müssen keine Rekorde brechen, aber meditieren wird Ihnen auf jeden Fall helfen im Leben, Ihr Ego hinzugeben, sich zu verändern. Thank you. Danke.